Japan. Ein Land voller Kontraste. Zwischen Neonlichtern und Natur. Hightech und Tradition. Sushi und 7-Eleven. Mein Bruder und ich waren 14 Tage in Japan unterwegs und haben in dieser Zeit so viel erlebt, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Von den Straßen Tokios bis zu den Tempeln in Kyoto. Vom majestätischen Mount Fuji bis zum verrücktesten Convenience Store der Welt. In dieser Staffel Konnichiwa Japan erwarten euch 10 Folgen voller Abenteuer, Überraschungen und magischer Momente. Ob bei der Harry Potter Studio Tour im Stadion von Kyoto Sanga oder beim Rehefüttern in Nara. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es eine neue Folge hier auf dem Kanal. Also, zurücklehnen, abonnieren nicht vergessen und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute steht mit Kyoto dann also eine neue Stadt an, was zeitgleich natürlich ein neues Sightseeing-Video bedeutet. Unsere Unterkunft hier ist das Kyoto Guesthouse Hive, wo wir insgesamt 3 Nächte übernachten werden. Da der Mann hier allerdings gestern Geburtstag hatte, alles Gute nachträglich nochmal, und es unser Anreisetag war, blieb die Kamera am Haus. Heute sind wir allerdings mal so richtig motiviert und starten um 6 Uhr morgens unsere Tour auf den Straßen Kyotos. Im Gegensatz zu Tokio sind wir hier viel auf den Bus angewiesen und nicht die Bahn. Ey, wie cool, hier gibt es sogar einen Live-Ticker vom Bus an der Bushaltestelle. Der hier noch 2 Stationen entfernt, jetzt nur noch eine. Und der 3 Stationen entfernt. Und da ist er doch auch schon mit der Nummer 202. Und auch hier im Bus können wir wieder mit unserer Welcome-Zuckercard bezahlen. Guckt mal, wie schön hier schon die Straßen aussehen. Beim morgendlichen Sonnenaufgang. Janis und ich hier beide schon mit einem Frühstückssnack unterwegs. Was gibt's bei dir? Dieses geile, das wir gefunden haben hier, ne? Keine Ahnung, was das ist. Aber das schmeckt doch nochmal geil. Gestern Abend besorgt, damit wir hier bloß keine Zeit verschwenden am Morgen. Unser erster Halt führt uns jetzt auf jeden Fall zur Sanin-Saka, einer sehr berühmten und historischen Straße der Stadt. Aber das ganze Viertel rund um die Sanin-Saka, wo wir hier gerade schon durchgehen, gilt als eines der am besten erhaltensten und historischen Gegenden Kyotos und vermittelt so ein echtes, altes, traditionelles japanisches Gefühl. Halt so ein echtes Gefühl des alten Japans. Angekommen. Guckt euch mal an, wie cool das hier aussieht. Aber genau deswegen sind wir auch früh gekommen, denn es ist 5:45 und trotzdem schon einige Touris hier am Start, um die perfekten Insta-Bilder zu schießen. Schon schön hier, ne? Aber ich will echt nicht wissen, wie das hier in 1 bis 2 Stunden ist. Ich habe auch auf TikTok ein paar Videos gesehen. Ich glaube, das ist so geistkrank überfüllt hier. Fußläufig die Straße runter kommt ihr dann auch zum Hokan-ji-Tempel, unserem nächsten Halt der Tour. Er ist unter anderem bekannt als Yasaka-Pagode. Diese ist mit etwa 46 Metern Höhe eine der höchsten Holzbauten in ganz Kyoto. Das ist wirklich ein Tipp und eine Empfehlung, früh aufzustehen und hier ganz entspannt durch die Gassen durchzugehen. Schön ruhig den Morgen genießen. Da vorne seht ihr schon den Hokan-ji und genau davor eine weitere sehr berühmte Straße, die Osaka-dori. Diese wird von vielen Touristen oft mit der Sanin-Saka verwechselt, weil sie einfach beide so malerisch sind und direkt nebeneinander liegen. Bevor ihr auf den Hokan-ji-Tempel zugeht, eine Straße vorher rechts abbiegen und ihr kommt in diese Straße hier. Und die ist wirklich noch viel geiler, um Fotos zu machen. Kleiner Geheimtipp. Also, bevor ihr da vor dem Hokan-ji-Tempel, dieser sehr bekannten Straße, die ich euch eben gezeigt habe, lange ansteht, um das perfekte Bild zu schießen, dieser berühmte Fotospot, könnt ihr auch einfach hier hingehen. Die sehen so geil aus, die Bilder. Um diese Uhrzeit liegen hier dann auch noch die Mülltüten vor den ganzen Geschäften. Denn wenn hier um 9 Uhr der Massentourismus startet, machen natürlich links und rechts die ganzen Läden auf. Und dann wimmelt das hier nur so vor Leuten. Wir gehen hier weiter die Gassen entlang. Nächster Halt, Kiyomizu-dera.
Dies ist einer der berühmtesten Tempel in Kyoto und bekanntesten Sehenswürdigkeiten in ganz Japan. Im Vergleich zu Tokio sind die Kirschblütenbäume hier auch noch richtig schön pink. Hier vom Tempel gibt es dann auch die erste Skyline-View auf Kyoto. Ihr könnt es sehen, die Sonne da hinten auch gerade aufgegangen. Perfektes Ambiente hier. Ist aber auch schick, die Tempelanlage hier. Also Kiyomizu-dera, auch eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr mal in Kyoto seid. Sagst du, früh aufstehen hat sich gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Morgen wieder. Morgen wieder? Morgen ist Stadionvlog. Ja, morgen kommt der Stadionvlog. Aber erst abends, oder? Ja, nachmittags, ne? Ja, ihr habt richtig gehört. In der nächsten Folge gibt es einen japanischen Stadionvlog. Deswegen lasst gerne ein kostenloses Abo da, um den nicht zu verpassen. Ich würde mich freuen. Und wir machen weiter mit der Tempeltour. So, und für 500 Yen, Cash only, kann man jetzt noch weiter in die Tempelanlage vordringen. Dann gibt es auch 2 so schicke Tickets hier. Und dann kann man sich das Innere des Kiyomizu-dera angucken. Und zudem eine spektakuläre Aussicht über die Parkanlage hier. Und dann auch noch die Skyline von Kyoto genießen. Boah, und jetzt gönnt euch mal diese kranke Aussicht. Allein dafür haben sich doch die 500 Yen schon gelohnt. Ist das schön. Wenn man hier jetzt den Pfad entlang geht, kriegt man sogar ein bisschen Regenwald-Feeling hier links und rechts. Fehlt nur noch, dass hier gleich so ein kleiner Monkey aus dem Busch springt. Und ganz am Ende haben wir jetzt noch versteckt den Seikanji-Tempel gespottet. Da dachten eigentlich ganz viele, dass die Straße hier endet. Aber zum Glück sind wir hier nochmal hingegangen. Hier ist ein kleines Tor, kann man durch. Und dann geht es weiter zum nächsten Tempel. Seh mal, was hast du gerade für ein Schild gespottet? Ein Stay away from the monkeys. Stay away from the monkeys. Das wäre krank, wenn hier gleich so ein paar Apes sehen hier. Ja, das wäre krank. Das wäre echt heftig. Der Zaun hier rechts ist aber eher so, als wenn hier gleich ein Tiger kommt und kein Monkey. Wow, aber mit dem gezahlten Eintritt haben wir jetzt hier richtig tropische Vibes bekommen. Gehen hier gefühlt durch so einen ganzen Regenwald. Sieht sehr, sehr krank aus. Einfach alles voll mit Bambusbäumen. Wie cool sehen die in echt bitte aus? Leute, ich freue mich gerade. Das erste Mal, dass ich einen Bambusbaum live in der Natur sehe. Wie cool sind die bitte? Und richtig hart und stabil. Bevor wir hier jetzt noch weiter wandern, ihr könnt es sehen, geradeaus geht es zum Seikanji-Tempel. Wurde uns gerade mitgeteilt, dass der leider heute noch zu hat. Hier trinken die Besucher aus den 3 Wasserströmen des Ottawa Wasserfalls. Diese stehen für Langlebigkeit, schulischen Erfolg und die Liebe. Ja, guck mal, und kaum sind wir durch mit Kiyomizu-dera, machen jetzt auch die ersten Geschäfte auf um 7:45. Und schaut euch mal an, wie voll es jetzt schon ist. Zwischendurch noch hier ein schönes Vanillecremebrötchen und ein Smoothie von 7-Eleven. Und natürlich gibt es für die Omas und für Mutti auch aus Kyoto wieder Magneten als Mitbringsel. Haben wir uns für diese 3 hier entschieden. So Freunde, kurzer Zeitsprung. Teil 2 des Tages steht an. Wir haben auch unser Outfit hier gewechselt, denn in Kyoto sollen es jetzt zum Nachmittag hin 20 Grad werden. Wir waren ein bisschen im Hotel, haben genappt, Mittag gegessen und jetzt sind wir bereit. Deswegen, let's go! Eieiei, also das ist ja ein wunderschöner Anblick. Hier der Fluss, dann so ein kleiner Wasserfall, eine Brücke und dahinter überall Berge. Rechts noch schön Kirschblüten. Also das ist stark. Heute Morgen sage ich noch, dass wir hier hauptsächlich Bus fahren, aber zu unserem nächsten Halt müssen wir die Bahn nehmen. Und zwar ist dieser Haltestelle Nummer 34, Fushimi Inari. Auch genannt die 1000 roten Tore. Ich habe so das Gefühl, dass uns da gleich eine richtige Wanderung und ein ziemlich heftiger Anstieg auf den Berg bevorsteht. Die Bahnstation auch direkt wieder angelehnt auf die roten Tori. Mit der sind wir hier gerade angekommen. Und direkt gegenüber seht ihr schon die ersten Läden, Verkaufsstände. Kann also losgehen. Deswegen gucken wir uns doch die Straße mit den Läden hier zuallererst einmal an. Hier haben wir auch wieder die ganzen Menschenmassen, die ready sind für die 1000 Tore. Oh, Streetfood ist hier auch ganz, ganz groß. Aber Freunde, ich habe gelesen, Osaka soll geisteskrank sein für Streetfood. Deswegen freut euch da auf eine weitere Folge in den kommenden Tagen. Denn nach Osaka fahren wir auch noch und da wird richtig Streetfood getestet. Und das erste Tor läutet jetzt unsere kleine Wanderung ein. Guckt ihn euch an, den Weg hinauf zum Berg. Aber es ist ja wirklich nicht normal, wie voll das hier ist. Ne? Also
Das bringt dann direkt wieder ein bisschen weniger Spaß. Die ersten Stufen, Freunde, die ersten Stufen. Und da beginnen dann gleich Reihe an Reihe die ganzen Tore. Also, let's go, let's go, let's go. Wir machen jetzt erstmal ein paar Meter, um hier den Menschenmassen zu entkommen. Janis, links oder rechts? Ja, links. Weg von den Leuten hier. Links, wir gehen links, wir gehen links. Oder ist das der Ausgang? Das ist Einbahnstraße hier oder was? Ich weiß nicht, vielleicht ist Einbahnstraße. Gut, dann gehen wir doch Steht rechts. aber nirgendwo. Ja, 10 Meter reingegangen. Hier ist jetzt schon deutlich leerer. Und die Tore sind aber auch kleiner. Ich kann die hier anfassen. Muss man aufpassen, dass man sich nicht den Kopf stößt. Auf jeden Fall könnt ihr schon sehen, auf dem Rückweg hat man hier links und rechts die ganzen japanischen Schriftzeichen. Das sieht dann noch mal cooler aus als beim Anstieg, wo sie einfach nur orange sind. Hier sind die Tore jetzt auf einmal wieder eine Nummer größer. Okay. Auf einmal wieder Regenwald-Feelings hier. Da unten einfach wieder Karpfen und sogar Schildkröten. Sieht man bestimmt auf dem Video nicht. Aber von hier kann man einfach richtig geil kleine Turtles spotten. Und ihr könnt es sehen, ich dachte es ist Halbzeit, aber von hier einfach noch 40 Minuten bis nach oben. Jetzt hat man hier mitten im Wald so einen schönen See. Auch wieder eine Menge Karpfen da drin, die man an der Oberfläche sieht. Schon cool. Da geht's jetzt weiter. Leute, ich habe die ganze Zeit so Hoffnung auf einen wilden Affen, ne? Also es fühlt sich echt an, als wären wir mitten im Urwald. Auch wenn wir irgendwie nur 10 Minuten von der Stadt entfernt sind. Aber schon gut laut hier. Die Tiere machen Geräusche. Jetzt möchte ich aber auch einen sehen eigentlich. 20 Minuten später die erste kranke Aussicht auf Kyoto. Ist das wunderschön. Und so sieht das dann immer aus, wenn man die nächsten Zwischenetappen erreicht. Es werde Licht. Und eine neue Aussicht auf die Stadt. Und hier dann auf einmal aus dem Nichts doch wieder sehr viele Leute am Start. Genießen die Aussicht und das Wetter. Ey, hängt hier nicht nur die Schilder auf, Mann. Zeig mir ein. Wildschweine und Monkeys. Aber ich glaube, jetzt haben Janis und ich hier einen Ort gefunden, wo die meisten Touris vorher schon aufgegeben haben. Hier ist es jetzt richtig schön ruhig. Mitten im Urwald. Man hört die Vögel zwitschern. So gefällt mir das doch. Sehr gut. Janis, erzähl mal, was glaubst du, was das hier ist? Sieht aus wie eine Grabstätte für rote Tore oder sowas, ne? Ja, gute Frage. Hab ich mich noch vielleicht gefragt, was das hier sein könnte. Wie aus die Mumie oder Ich sowas. glaube auch ein Tempel einfach, Ja, ne? wo man beten kann, aber... Gehen wir jetzt nach ganz oben auf den Berg, Ja, oder? safe. So. Klar. Das ist aber schon wieder geil. Mitten auf dem Berg im Urwald hier ein Kohleautomat. Oh, erstmal eine schöne kalte Kohli ziehen. Super. Das ist eine schöne Wanderung. Hoho. Wie cool. Top of the Mountain, Freunde. Hier kann man jetzt noch sein Gebet ablegen und das Wetter genießen. Und dann geht es hier links wieder runter. Gut, Janis. Top of the Mountain. Wir dachten, wir haben hier nochmal eine Skyline-View, oder? Ja, gibt aber nichts hier. Also wieder mit runter. Nichts mit View. Nach circa 1,5 Stunden beenden wir unsere Wanderung und ich sag euch, wie es ist. Das hier bockt gar nicht. Also hört auf meine Worte, nehmt die Wanderung in Kauf, geht bis ganz nach oben und genießt die Ruhe und die Leere und nicht dieses ganze Getümmel hier. Denn das hier bringt wirklich überhaupt keinen Spaß, oder Janis? Nee. Also geht einfach nach oben, glaubt mir schon. Nach der Hälfte der Strecke haben die meisten Touristen aufgegeben. Schön ruhig da oben. Und man kriegt halt dieses Gefühl, mitten im Urwald zu sein. Schon echt sehr, sehr geil. Und natürlich gibt es auch dort genügend rote Tore, um euer Foto zu schießen. Das müsst ihr nicht direkt beim ersten Tor hier unten machen, wie 3 Millionen andere Touristen. Oh, einen kleinen Snack nach der Wanderung raus. Was gab's da Schönes? Ein schönes Cornetto. Ein schönes Japanisches Cornetto. Bei mir Monsti. Man kennt ihn. Und hier Pocari Sweat. Und den Nachmittag verbringen wir jetzt nochmal im moderneren Teil von Kyoto. Hier mitten im Stadtzentrum. Hier gibt es einfach einen Disney Store. Das kenne ich so nur aus New York. Oh mein Gott, guckt euch mal die Babys an hier. Katzen und Hundewelpen. Und weil es hier so unübersichtlich und voll ist, hängen hier oben immer Schilder mit den Namen von den Läden. Alban, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn das für eine Shoppinggasse? Boah, die sehen auch brutal aus. Ich habe leider überhaupt keinen Hunger. Sonst hätte man hier mal ein Tasting machen können. Was ist denn das? Mitten in der Shoppingstraße hier auf einmal so ein Eulenzoo.
Nö, oder? Einfach Wendy's hier in der Straße. Das ist ja krank. So, Jannis hat sich jetzt gerade nachträglich auch sein Geburtstagsgeschenk von mir ausgesucht. Zeig mal her da, was gab's Schönes? Eine Jacke. Die ist eigentlich ganz geil, die ist ein bisschen oversized. So eine grüne. Finde ich auch sehr stark. Und für 65 €, guter Preis hier, erster japanischer Einkauf. Kann man machen, ja. Stark. Und da habe ich mich doch nicht lumpen lassen und für mich selbst die gleiche Jacke gekauft, nur in einer anderen Farbe. Schön Partnerlook da jetzt mit Jannis. Und was gab es noch? Schnabber die Schnapp. Noch ein neues Armband. Kleines Silberarmband, schön dezent. Finde ich gut. Auch mal an sich selber denken, ne? Und was einkaufen hier. Und da es zum Abend jetzt auch ein bisschen frischer wird, kann die Jacke direkt angezogen werden. Ey, warte mal kurz. Wie groß ist das hier eigentlich überall? Da kein Ende in Sicht, da kein Ende in Sicht, da auch kein Ende in Sicht. Eieiei. Shops an Shops an Shops. Ja, ich dachte echt, dass mit diesen Kapseln wären nur so ein Ding in Tokio, ne? Aber auch hier in Kyoto alles voll damit. Also was auch immer da Teramachi jetzt beschreibt, das Einkaufszentrum, die Ladenstraße, das Viertel hier, was auch immer. Teramachi, riesengroß. Könnt ihr euch totlaufen. Unendlich viele Shops. Also zum Shoppen müsst ihr hierher kommen. So Freunde, um 18 Uhr neigt sich ein langer, aber wirklich geiler Tag schon wieder dem Ende. Wir haben wieder richtig Kilometer abgerissen und hoffen natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Deswegen supportet gerne diesen Kanal. Lasst ein kostenloses Abo da. Ich würde mich freuen. Sag Arigato. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.